Hallo, grüß Hallo. euch. Diesmal ein Video von daheim und nicht von unterwegs. Wir haben uns überlegt, wir werden ein kurzes Update geben über unsere Reisevorbereitungen, auch so ein bisschen miteinander kommunizieren, einfach miteinander sprechen. Wie geht's uns denn jetzt? Was haben wir bisher erlebt? Wie geht's weiter? Und damit es doch einerseits ein bisschen einen roten Faden hat, haben wir uns auch was zusammengeschrieben dafür. Ich werde deshalb mein Tablet da benutzen mit ein paar Stichworte, aber wir haben beschlossen, wir werden das sehr Möglichst frei. möglichst frei machen. Genau. Gut. Erstes Thema. Wie weit steht es denn tatsächlich um unsere Vorbereitungen für den Camino? Ihr habt I- da, ja, bitte. Ja, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Aspekte. Das eine ist wirklich, was packen wir ein, was nehmen wir mit. Das andere ist, wie, wie, wie weit sind wir vorbereitet für Videos. Also wie geht es uns körperlich Wie denn? geht Wie es uns fit sind körperlich, wir? wie fit sind wir, wie Ja. gut trainiert. Ja, die Voraussetzungen dafür, nämlich auch, wir hatten ja beide gesundheitliche Themen und Einschränkungen, die letztlich auch dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, wir machen diese Reise überhaupt, wir beginnen dieses Abenteuer für uns und ja, gehen wir es einfach einmal in der Reihenfolge vielleicht mal kurz durch. Ja? Ja, Gut, okay. Wie weit, Konrad, was schätzt du ein, wie weit sind wir tatsächlich mit unseren Vorbereitungen? Also das Logistische, die Besorgungen, die wir gemacht haben. Wo st- also die Tickets sind gekauft. Mhm. Wir haben uns ziemlich vorbereitet, was den Weg betrifft. Wir haben sehr viele YouTube-Videos geschaut. Wir haben uns auch vorbereitet, wie man jetzt Filme macht und welche Filme uns gefallen, also welche YouTube-Videos uns gefallen und welche, was uns weniger gefällt. Wir haben von, der, von dem, was wir einpacken, äh, relativ viel, Ja, aber noch nicht alles. ja, und es ist jetzt schon aber sehr viel. Also wir stoßen jetzt schon mit unseren Rucksäcken, wir haben verschiedene Rucksäcke, mehrere Rucksäcke und verstoßen jetzt schon mit der Kapazität an die Grenze. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel bemerkt, ganz konkret, ich brauche einen neuen Rucksack, einen größeren, mit dem werde ich die Reise nicht antreten können. Und als ich das letzte Mal den Rucksack Probe gepackt habe, waren wir bei 7 Kilo. Vorgeschlagen werden so circa 10% des Körpergewichts. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Ressource nach oben, aber wir sollten, ja, also wir haben noch lange nicht alles drinnen und wir haben noch kein einziges Mal den Rucksack komplett gepackt. Und das steht noch bevor. Das müssen wir noch tun, bevor wir die Reise anpacken. Weil unsere ganzen Trainingswanderungen haben wir jetzt alle also wir haben uns überpackt, damit wir uns auch an das Gewicht gewöhnen, aber das tatsächliche Reisegewicht, das hatten wir noch nie dabei. Also das ist auch. Ja, ich gehe zwar mit einem großen Rucksack und der Mhm. wird wahrscheinlich auch reichen, obwohl ich das CBAP-Gerät, das große CBAP-Gerät mitnehme Mhm. und mir kein kleines besorgt habe, weil das wieder 1.000 € gekostet hätte. Und ja, es gilt wirklich, also es ist wichtig, dass wir das einmal einpacken und schauen, wie schaut es dann aus und wie viel Kilo hat dann der Rucksack. Mhm. Weil auch ich möchte nicht, also 10% wären bei mir jetzt 11 Kilo und ich möchte eigentlich nicht mit 11 Kilo herumrennen am Rücken. Ja. Zum CPAP-Gerät kommen wir später dann auch noch einmal, wenn wir über die gesundheitliche Situation sprechen. Wie, welche Erfahrungen haben wir denn bisher gemacht? Wie würdest du es einschätzen bei den Wanderungen? Wie geht es mit uns, mit unserer Fitness? Wie geht es uns mit der Kraft, mit der Ausdauer? Ja, wir haben uns eindeutig gesteigert, aber wir merken immer wieder, und das ist komischerweise, schwierigere fallen uns leichter
und dann einfache, so wie gestern, dieser Kasköbelweg. Kaskögelweg, da ist uns einfach die Puste zum Teil ausgegangen, obwohl das lächerlich war, ja. Und insofern müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren. Und es verändert sich wahrscheinlich auch im Laufe des Tages, glaube ich. Ja. Also bei mir ist immer, die erste Steigung ist immer schwierig und dann verbessert sich das. Ich glaube, man muss schon auch dazu sagen, wir haben ja erst unlängst, das ist 2 Monate her, dass wir begonnen haben, wirklich uns konkret viel, viel mehr zu bewegen, als es in den letzten Jahren, dass wir tatsächlich Wanderungen gemacht haben, Ausflüge gemacht haben. Und jetzt jeden zweiten, dritten Tag sind wir unterwegs. Konrad schaut auf die zweite Kamera. Ja. Alles okay? Alles okay. Wir sind jeden zweiten Tag unterwegs, zweiten, dritten Tag und merken schon auch die Fortschritte. Also wir kriegen schon mit, da tut sich was, ja. Und wir haben es ja auch bemerkt, dass wir zum Beispiel jetzt, wenn es anspruchsvollere Abschnitte gibt auf der Strecke, dass wir uns da drüber trauen und dass wir es einfach in Angriff nehmen, wo wir früher oder noch vor 2 Monaten, 1,5 Monaten, kann ich mich erinnern, wir sind auch einmal umgedreht. Wir haben gesagt, na, das ist uns zu viel und haben das beendet. Ja? Und heute, wenn wir uns das anschauen, heute, wenn wir uns das Video anschauen, lachen wir fast, oder? Ja. Weil wir wissen, es funktioniert, es geht. Also eine Steigerung ist möglich. Man muss halt tun. Ja? Und man muss wirklich Fortschritte auch sich selbst erlauben, indem man auch ganz bewusst auch einmal über eine Grenze geht. Und das tun wir. Und das finde ich schön. Und wir haben eigentlich, also wir haben gesagt, der Camino beginnt jetzt. Also das ist eigentlich, diese Wanderungen sind auch schon Teil unseres Caminos und die ganzen Vorbereitungen und deswegen heißt das ja auch unser Camino.blog, in dem wir auch schon von den Vorbereitungen oder über die Vorbereitungen sprechen. Und wir haben am Anfang eben nicht gewusst, wozu das führt, dass wir YouTube-Videos machen werden und vloggen und uns damit auseinandersetzen. Am Anfang hatten wir eine Kamera, eine Actioncam. Ich wollte zuerst gar keine mitnehmen. Habe gedacht, das machen wir alles mit dem iPhone. Und irgendwie bestand der Wunsch, dass wir das dokumentieren und dann waren es plötzlich eben 2 Kameras und dann war es noch eine Drohne. Also das hat sich entwickelt. Das hat sich entwickelt. Das ist übrigens auch die Antwort. Ich werde manchmal gefragt, was denn dieses komische Ding ist, das ich da vorne immer irgendwo baumeln habe bei mir. Das ist nicht eine Tupperware-Dose, auch wenn sie so ausschaut und auch nicht der Reiseproviant. Da ist unsere Drohne drinnen. Die DJI Neo, die wir uns besorgt haben. Und damit wir eben auch uns selbst beim Gehen, beim Wandern filmen können, dass man uns beide sieht und es ist recht praktisch. Ja? Und es macht, ehrlich gesagt, es macht auch Spaß, damit zu arbeiten. Du hast angesprochen, oder wir haben jetzt kurz angesprochen, wie es dazu geführt hat, also wie es uns jetzt geht, was so die Überlegungen war. Was wir noch nicht thematisiert haben, ist bis jetzt, was hat uns denn überhaupt auf die Idee gebracht? Was war so der Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt wollen wir was verändern, jetzt müssen wir was verändern? Es war sicher auch unsere gesundheitliche Situation bei uns beiden. Ja? Und wir haben uns ja committed, dass wir da ein bisschen was auch drüber erzählen. Jetzt nicht besonders ausführlich. Wenn euch das interessiert, vielleicht auch in einem eigenen Video ein bisschen mehr drüber. Aber ich möchte nur, damit ihr einen Begriff davon kriegt, was uns eigentlich jetzt dazu motiviert hat, das alles zu tun. Weil es ja doch ungewöhnlich für uns ist und jetzt ein neuer Lebensabschnitt eigentlich eingeleitet wurde dadurch. Traue ich mich fast behaupten. Ja? Ja, wir waren sehr passiv und konsumierend und haben uns komplett verändert. Nein, möchte ich jetzt schon einschränken. Du hast das im gestrigen Video auch oder im vorgestern auch schon mal gesagt. Du sprichst von wir, wenn du von passiv sprichst. Stimmt. Das stimmt so nicht. Korrigier mal das. Ich war sehr passiv. Du warst sehr passiv, aus gesundheitlichen Gründen. Ja? Und ich habe
gearbeitet 20 Jahre lang, ich sage es jetzt ganz klar, wie ein Viech. Also äh, und ich bin psychosozialer Berater, Supervisor, bin Erwachsenenbildner und habe eigentlich 20 Jahre durchgearbeitet. Ich hatte de facto keine Auszeit, ich habe mir keine Pause gegönnt. Wir haben uns auch als Paar wenig gemeinsame Zeit gegönnt. Wir leben zwar zusammen, aber so richtig in den Urlaub gefahren, das war selten, oder? Selten, ja. Und wenn wir uns mal was gegönnt haben, dann war es eine Woche vielleicht, ein paar Tage, eine Woche irgendwo und sonst nur arbeiten. Möchtest du was kurz erzählen über der Situation? Ja, ich war eben relativ passiv, nachdem ich quasi meinen Beruf aufgeben habe müssen, weil es mir körperlich nicht gut ging. Und das hat sich in den letzten, also das war zur Corona-Zeit was ganz schlimm und dann hat sich langsam verbessert. Und es war dann aber, also ich habe auch zugenommen in der Zeit und ich war körperlich so beieinander, dass ich, wenn ich zum Einkaufszentrum rüberging, schon Atembeschwerden hatte. Und das war auch, weil ich mich mehrmals mit Corona angesteckt hatte und ganz hartnäckige Erkältungen hatte. Mhm. Und das wurde auch erst sehr spät diagnostiziert, du hast Apnoe. Ja, ich habe Schlafapnoe, das ist sehr spät richtig Mhm. diagnostiziert geworden und eben mit einem CPAP-Gerät behandelt worden. Und davor lange Zeit mit einem Sauerstoffgerät, was riesig war, mit dem man auch nicht reisen kann. Und das war eine Fehldiagnose, weil hatte trotzdem die Schlafaussetzer und habe halt Sauerstoff in die Nase geblasen bekommen. Aber das hat die Schlafqualität nicht gehoben. Mhm. Und ja, das hat sich in letzter Zeit eben verbessert. Und dieses körperliche oder die Bewegung, die körperliche, ist für mich sowieso ganz wichtig, weil ich habe auch so eine Fettstoffwechselstörung, dass, dass einfach dass ich, wenn ich Kohlenhydrate isse, dass ich das nicht richtig abbauen kann. Und deswegen muss ich mich entweder viel bewegen oder die Ernährung umstellen. Und jetzt habe ich teils gemacht. Und wir machen eben sehr viel Bewegung. Mhm. Ja, und bei mir ist es so, dass ich in der letzten Zeit, also im letzten Jahr besonders stark, hatte ich Schwindelanfälle immer wieder und habe das dann versucht, ärztlich abklären zu lassen. Also dann war so die Möglichkeit, möglicherweise habe ich eine Herzschwäche, das wurde dann mit einem 24-Stunden EEG überprüft. Das Herz ist okay, die Nieren funktionieren in Ordnung. Also die Diagnose war dann vom Arzt, ja, es ist ihm ein Rätsel, er weiß auch nicht weiter, wenn es mir weiterhin nicht so gut geht, soll ich halt wiederkommen. Und vorher schon, vor 2 Jahren, hatte ich einen Krampfanfall in der Nacht im Badezimmer, bei dem ich Gewitter im Kopf wahrgenommen habe und dann zusammengebrochen bin, also bewusstlos wurde. Und seit damals mehrere Krampfanfälle, die unterschiedlicher Natur waren, also ein großer mit Bewusstlosigkeit und dann mehrere kleinere, wo ich nur halbseitig betroffen war. Beim letzten Anfall war so die Angst im Raum, es ist ein Schlaganfall und hat sich dann herausgestellt bei mehreren Untersuchungen, es war zum Glück kein Schlaganfall, aber da ist zum ersten Mal dann die Diagnose Epilepsie im Raum gestanden. Also hatte ich es zum ersten Mal schwarz auf weiß, habe dann mehrere Untersuchungen gemacht und bei einer langen, also wirklich ausführlichen Untersuchung bei einer Neurologin in Graz, die hat mir dann gesagt, ja, sie geht davon aus, es ist Epilepsie, sie würde mir das jetzt auch schon diagnostizieren können und würde mir jetzt auch schon Medikamente geben können. Aber um ganz sicher zu sein, möchte sie noch, dass ich noch einmal ein Hirn-EEG mache, also eine Untersuchung. Musste dann wieder warten, äh, bis ich diesen Termin bekommen habe. Das ist ja gar nicht so einfach. Habe dieses EEG dann gemacht im Spital und dort wurde dann von dortigen Neurologen
Der hat dann gesagt, naja, jeder einzelne Anfall für sich würde die Diagnose Epilepsie rechtfertigen, aber da es so unterschiedliche Anfallstypen sind, ist er sich auch nicht sicher und es ist sehr ungewöhnlich und hin und her. Und deshalb mag er jetzt auch noch nicht die Diagnose Epilepsie geben, obwohl alles darauf hinweist. Und ich soll jetzt noch einmal, und zwar ganz kurz, bevor wir den Camino antreten, ein 24-Stunden-EEG machen. Das heißt, da kriege ich dann so einen Helm oder Haube aufgesetzt, die ich 24 Stunden tragen muss. Ich bin grundsätzlich ein bisschen skeptisch jetzt, was diese ganzen Diagnosen betrifft, auch aus der Erfahrung heraus. Ich habe auch schon zweimal in meinem Leben von Ärzten eine falsche Krebsdiagnose bekommen. Ja? Ich habe damit ganz gut umgehen können. Es war eines der interessantesten Monate meines Lebens, als ich mit dieser falschen Diagnose herumgelaufen bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt tatsächlich Epilepsie habe und wenn ja, wie es sich auswirkt. Was ich weiß, es wird auf jeden Fall eine Auswirkung haben, weil ich jetzt merke, ich muss einfach mehr darauf schauen, was ich tue, wie ich es tue und ich möchte die Prioritäten in meinem Leben einfach anders setzen. Und wir wollen beide die Prioritäten für unser Leben und unser gemeinsames Leben einfach neu ordnen. Und so ist auch die Idee entstanden, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich schreibe ja Bücher. Konrad ist Grafiker und hat alle meine Bücher illustriert. Und dann war so die Idee, jetzt machen wir eines, dass wir wirklich gemeinsam auch schreiben. Und wir haben uns überlegt, was machen wir und sind so über die Heldenreise, das Konzept der Heldenreise, haben wir dann weiterentwickelt, so die Idee, Reisen, Jakobsweg. Ja, Ja, es stand dann einfach plötzlich die Idee im Raum, oder ich habe sie geäußert, wieso machen wir nicht selber eine Reise und schreiben darüber, weil wir ein bisschen kreativ blockiert waren und schon eine Geschichte hatten und die uns überhaupt nicht gefiel als Buch. Und deswegen kam diese Idee, einfach selber etwas zu tun und dann darüber zu schreiben. genau. Und das wäre auch immer noch unser Konzept, unser Wunsch, dass wir halt die Reise eben auch und die Vorbereitung und die Reise dann auch in Buchform dokumentieren. Obwohl interessanterweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist jetzt die Buchidee immer mehr in den Hintergrund gerückt, je mehr wir, ich meine, sie ist immer noch da und ich möchte nach wie vor das Buch machen, aber je mehr wir uns jetzt mit Videodokumentation und Vloggen auseinandersetzen, umso mehr ist irgendwie die Buchidee, sie ist noch da, aber sie ist ein bisschen im Hintergrund. Aber ich denke, wir werden das schon, ich kenne uns, wir werden das genauso umsetzen und auch in der Form Ich, dokumentieren. Aber jetzt, das war so der Anlass, das war eigentlich der Grund und die Grundlage, warum wir mal gesagt haben, wir machen die Reise. Ja? So die Ausgangssituation. ja, ich glaube, dass sich die Prioritäten verschieben, das ist auch typisch für den Camino, den wir gehen, jetzt schon. Dass sich eben, es ist auch bei mir diese Buchidee in den Hintergrund gerückt. Bei mir war sie gar nie so, also sie war schon im Vordergrund, aber das war eher der Anlass. Und dieses Video machen und Video schneiden, was ja hauptsächlich ich mache, das ist, das hat sich einfach in den Vordergrund gedrängt und ist jetzt ein zentrales Thema. Also nach jeder Wanderung mache ich ein Video und brauche dann manchmal gleich lang, wie die ganze Wanderung gedauert hat, um das zu schneiden. Aber das ist auch jetzt eine Erfahrung und es macht riesen Spaß, oder? Das alles zu dokumentieren, auch so kurze Videos zu machen, so ein bisschen an Voyeurismus auch auszuleben, der sicherlich da ist, sonst würde man uns das in der Form nicht geben, ja? Ich glaube, das ist jetzt eine neue Erfahrung, die wir machen und die auch Spaß macht, die ehrlich gesagt auch Spaß macht. Und wo wir auch Feedback bekommen. Das ist ja auch was Schönes, dass zum Beispiel, dass uns Leute schreiben, dass uns Leute wirklich auch Freundinnen, die wir jetzt eine Zeit lang schon nicht gesehen haben, dass die uns dann anrufen und sagen, sie freuen sich so, sie verfolgen das mit und sie sind auch neugierig, wie das weitergeht. Manche erzählen uns, sie würden selbst schon den Weg so gerne gehen seit vielen Jahren. Es ist aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen nicht möglich. Andere erzählen davon, dass sie schon unterwegs waren und sich jetzt wieder freuen, wenn sie unsere Vorbereitungen sehen, weil das sie an die eigenen Erfahrungen und Erinnerungen wieder erinnert und wo sie wieder anknüpfen können.
Also ich glaube, das ist auch so etwas, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Und es war auch keine Absicht. Wir haben einfach begonnen. Und ihr merkt es ja auch an dem Video. Wir sind keine Profis, wir werden, was das betrifft, auch wahrscheinlich nie Profis werden. Da gibt es hundertmal, tausendmal bessere als uns. Aber wir haben Spaß an dem, was wir machen und wir schauen halt wirklich, und das ist uns wichtig, dass bei dem, was wir tun, dass wir immer authentisch bleiben. Also ihr kriegt ein authentisches Bild auch von uns beiden. Ja? Ja, wir sind zwar keine Profis, aber trotzdem gibt es eine Entwicklung. Auch die Videos haben sich sehr stark verändert. Also unsere ersten oder meine ersten Videos waren komplett anders. Also so wie ich sie geschnitten habe und bearbeitet habe. Und also es gibt einige Dinge, die ich einfach verbessert habe und wir haben auch eben viele andere Videos geschaut und schauen jetzt einfach Videos mit ganz anderen Augen an. Also ich schaue die jetzt irgendwie, sind die Bilder auf den Takt der Musik geschnitten? Welche Musik wird verwendet? Wie laut ist die Musik? Das, wir verbessern uns ständig, nicht? Und das ist das Schöne, dass man direkt nach der Wanderung gleich das Video macht. Und das wird dann am Camino wird das ein bisschen eine Herausforderung. Da müssen wir schon so gut sein, dass wir wissen, dass wir gutes Material produzieren und können nicht jeden Tag das Material sichten, weil das geht am Weg einfach nicht. Ja, ich glaube, es wird logistisch nicht gehen und es wird eine Herausforderung sein. Wir werden auch, also was die Energie betrifft, nicht nur die Energie unserer Akkus und Kameras und Ladezustand, sondern auch unsere persönliche Energie. Nach 20, 30 Kilometer Wandern werden wir erschöpft sein. Also davon gehe ich aus. Und ob ich dann noch Lust habe, großartig mich hinzusetzen und ein Video zu machen, wäre schon schön, zumindest ein kurzes Video jeden Tag zu haben, wo wir euch auch auf dem Laufenden halten können und die großen Zusammenfassungen und die Zusammenfassungen der einzelnen Etappen und Abschnitte, die kommen halt dann nach und nach. Genauso wie das Buch nach und nach entstehen wird, während wir auf der Reise sind, werden wir halt handschriftlich notieren oder in irgendeine meiner ganzen Apps reinsprechen, die ich ja beruflich auch sehr viel nutze. Ja, und dann einfach Work in Progress auf uns zukommen lassen. Während du erzählt hast, Konrad, das würde ich noch gerne anmerken, weil du hast jetzt den Fokus beim Filmen und Videomachen hast du gelegt dass dir wichtig ist, dass die Qualität immer mehr steigt. Ja. Also, dass wir uns da verbessern. Finde ich interessant, weil das gar nicht so mein Anspruch ist. Ich merke auch, wenn ich zum Beispiel die Videos, die wir selbst auf YouTube anschauen, wenn wir uns andere Vlogger anschauen, ich habe das wahnsinnig gern, wenn ich Menschen wirklich authentisch erlebe. Also das ist etwas, und das mir Hoppalas und Versprecher sind mir völlig egal, ja, und ob der Schnitt absolut sitzt oder nicht, ist mir völlig egal, wenn da was Menschliches rüberkommt. Wenn ich merke, da habe ich mit zwei echten Wesen zu tun, ja. Und da ich gebe dann oft ein Like, wo ich mir denke, naja, der Ton wäre verbesserungswürdig, das Licht passt auch nicht, der Schnitt ist vielleicht jetzt auch nicht optimal. Aber das ist es bei uns auch nicht. Ja? Und das ist mir aber gar nicht so wichtig. Da bist du ein bisschen mehr, aber du bist Techniker, du bist, Na, mir ja, ist die Authentizität und auch diese Hoppalas und dieses nicht ganz Perfekte, das ist mir schon auch sehr wichtig. Also es muss irgendeinen Grund geben, warum man das schaut. Und das ist nicht, sicher nicht das perfekte Video. Aber es gibt Dinge, also ein komplett verwackelter Horizont, den brauche ich nicht. Und auch Tonqualität, das haben wir bald gemerkt. Also wenn die Tonqualität, wenn da einfach nur mehr Windgeräusche zu hören sind, dann ist das auch fast ein Grund, wegzuschauen oder das Video abzuschalten. Und also gewisse Standards möchte ich mir schon behalten, und aber nicht eben an Authentizität zu verlieren. Entschuldigung. So.
Ja, genau. Hoppala. Hoppala, genau. Er braucht schon ein Handy. Gut, dann glaube ich, wir sind jetzt schon relativ lang. Wir haben fast 25 Minuten. Boah. Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute. Sollte euch irgendein Thema, irgendein Aspekt besonders interessieren und ihr euch wünschen, dass wir da mehr dazu machen, vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ja, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Wenn ihr euch generell irgendwie uns ein bisschen gefallen hat, zumindest freuen wir uns auf einen Daumen, über einen Daumen nach oben. Ja. Und es ist so ähnlich, ich verrate noch ein kurzes Geheimnis. Ich schaue ja jeden Tag rein in die Software meines Verlages, wie viele Bücher quasi ich verkauft habe. Und Konrad macht das jetzt mit unseren Videos, mit der Videostatistik. Er schaut jeden Tag ganz neugierig rein, wie viele Likes haben wir bekommen, wie viele Zugriffe haben wir. Und das ist das ist fast schon ein Morgenritual von uns geworden. Gell? Wie schaut es aus mit den Büchern? Wie schaut es aus mit den Videos? Macht Also Spaß. Daumen hoch. Daumen hoch. Bitte. Genau. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Es war ein langes Video. Ich hoffe, ja, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, dürfte es auch nicht so langweilig geworden sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gute Zeit bis dahin und danke, dass ihr da wart.